Hi. Na, Hi. hallo. Lange nicht gehört und gesehen. Ach, Ja. ist das aufregend, oder? Marlo, was macht Münster? Münster hat heute Sturm. Und ich habe beschlossen, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Genau an dem Tag, an dem es schüttet wie Sau. Ich habe heute beschlossen, dass ich nicht aus dem Haus gehe. Das war die richtige Entscheidung. Wobei ich bin vorhin mit dem Hund eine Runde gegangen. Die will ja immer. Ja, Marlo, das nächste Ägypten-Video. Wir warten alle drauf. Wie weit bist du? Christian, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen immer nicht auf einen Nenner. Also, wenn du mir dann deine Regieanweisungen gibst und mir sagst, wie du es gerne hättest, dann habe ich das Gefühl, ich hätte es einfach gerne anders. Also, wir können ja Stück für Stück vorgehen. Ja, also ich wünschte mir zum Beispiel, dass es nicht so altbacken, einfach so viereckig wäre, sondern zum Beispiel so rund, so wie mein Kopf ist. Man muss ja hinten mein Bücherregal, ja, so ein Kreis. Man muss ja hinten mein Bücherregal nur nicht in voller... Kreis kriegst du. Geil, so sieht's geil aus. Okay. Und dann würde ich mir halt so wünschen, dass alles so ganz episch. Tragende Musik. Ja, weißt du, Christian? Das Generationsproblem, ich ahne es. Ja, ich hätte nämlich lieber gerne, ich hätte so einen Einstieg wie in so eine, weißt du, wie in so eine Sitcom, wo dann eine Musik kommt, die ist dann so da 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 und dann werden alle vorgestellt und es ist so richtig fetzig mit Fotos und Musik und man sieht so, okay, der ist dabei und die ist dabei und der ist dabei Okay. und die ist dabei. Dann machst du das jetzt mal und beim nächsten Video mache ich mal eins und es wird dann wieder episch. So machen wir das. Wie soll denn episch aussehen bei dir? Ja, so, ich sag mal so in die Schlacht ziehen bei Brefard oder Herr der Ringe oder sowas, ja. Ich weiß es noch nicht. Das ist jetzt mal wiederum deine Herausforderung, ja, als meine Bilder, du musst das können. Die Erwartungen sind so hoch. Du, ich kitzel das Letzte aus mir raus. Ich verspreche es. Vielleicht sieht es ja dann so aus. Boah, guck mal, diese Dramatik, das finde ich cool. So muss es sein. Ich ahn's schon. Ich werde wahrscheinlich am Strand mit irgendwelchen Flossen da langwatscheln und du hinterlegst es mit so einer Scheißmusik. Ich ahne es schon. Hat es wehgetan eigentlich, als dir der Anzug so angezogen wurde? Ja, das war nicht schön. Man hat es dir auch kaum angesehen. Ja. Underarm. Henna. Perfekt. Ta-da! Like a pro. I am the pro. We are the pro. We are the pro. Oh ja. Aber das steht ihm, dem Ahmed. Ja, gell. Ja. Ich finde auch.
Rock kann er tragen. Ich finde es ja auch noch witzig, dass er sich damals als Model auch beworben hatte. Er war der einzigste Mann, der sich als Frau beworben hatte. Ja. Und schau mal hier vom Stefan Wiesner. Zielfoto hat er mir geschickt. Und hat er dir geschickt? Ja, ich bin in naher Zukunft sind Fotos von der Viola Brandt in der Zielfoto drin, in der Zeitschrift. Müsste jetzt in der nächsten oder übernächsten Ausgabe rauskommen. Sehr cool. Grüße an Stefan Wiesner. Ach hier, die kennen wir. Ist ja cool aufgenommen. Wir hatten das aufgenommen. Und das hast du aufgenommen? Ich habe das aufgenommen? Ja. Cool, das habe ich gut gemacht. Ja, hast du. Wir haben da ja richtig viel Blei mitgenommen, 8 oder 9 oder 10 Kilogramm, um die Nancy gut zu fixieren. Und wenn du 10 Kilogramm da bis hinschleppen musst und machst das alles übers Jacket, verbrauchst du mehr Atemluft und es schwimmt sich auch beschissen. Es ist einfach auch alles beschissen. Und dafür gibt es sogenannte Hebesäcke. Und mit so einem Hebesack kannst du da halt da unten das Blei dran hängen, machst so viel Luft rein, wie das Blei gerade schwer ist. Und schwimmst einfach und tust diesen Hebesack vor dir herschieben. Das ist einfach viel einfacher. Ne? Und bei dem Shooting war es halt wirklich so, das waren alles 3 Tauchlehrer. Ne? Also jeder von denen ist ausgebildeter Tauchlehrer. Und generell für die Leute, die hier immer zusehen oder so, macht so ein Shooting nicht einfach so. Ihr seht nicht alles, was wir tun. Und insbesondere auch die ganzen Vorbereitungen habt ihr nicht gesehen. Es kann eine Menge schief gehen. Und das ist nicht alltäglich so ein Shooting. Das ist nichts, was man einfach mal sich überlegt und einfach mal so macht. Sondern auch wenn es ja alles leicht ist und in einer Form von Unterhaltung dargeboten wird, da passiert im Hintergrund eine ganze Menge. Christian, erzähl mal, wie seid ihr jetzt eigentlich vorgegangen? Ihr habt ja vorher schon gewusst, okay, ihr geht zu dem Elefanten. Was waren so die größten Punkte, wo du wüsstest, okay, das könnte problematisch werden oder da müssen wir aufpassen? Also aus fotografischer Sicht war das größte Problem das Licht. Es war total klar, dass wir zu einer bestimmten Uhrzeit nur diesen Elefanten anschwimmen konnten, weil am normalen Tag die meiste Zeit steht das Licht direkt auf dem Popo vom Elefanten. Ja, das ist aber nicht das, was wir fotografieren wollten. Ich war also mehrfach unten beim Elefanten und habe geguckt, wie das Licht steht, ob das alles so geht. Und das zweite große Problem waren halt Zuschauer, dass wir eben zu dem Zeitpunkt möglichst wenig oder gar keine Zuschauer haben. Manchmal ist es ja auch so, dass die Leute wirklich rücksichtsvoll sind und auch versuchen, aus dem Bild rauszubleiben, aber dann über einem sind und man hat dann manchmal von der Sonne, weil wir mit der Sonne fotografiert haben, hat man dann die Schatten mit im Bild oder im Video. Und das wollte man ja auch nicht. Also wir haben auch einige Sachen getan, damit wir da mal für eine halbe Stunde ungestört fotografieren können. Ja, und aus sicherheitstechnischer Sicht muss man eben sagen, wir waren noch nie bei 24, 25 Meter Tiefe bei so einem Shooting. Ich versuche also so ein Shooting immer in einem Bereich zu machen, wo man im Notfall schnell auftauchen könnte. Aber ein Auftauchen mit einem Atemzug aus 25 Meter Tiefe, wenn man vorher Pressluft auch geatmet hat, das denke ich wäre hier sehr schwierig gewesen. Es war auch allen bewusst. Insgesamt war der Tauchgang komplett ohne Strömung, sehr, sehr klares Wasser, warmes Wasser. Also die Bedingungen waren schon ideal. Ne? Aber das war schon verdammt tief. Das war schon verdammt tief. Aber es ist total klar, dass man den Luftvorrat vorher berechnen muss und dann gehörig was draufpackt. Ja? Und ich war, wie gesagt, zweimal dort unten vorher mit einer 12er, habe auch fotografiert und ich wusste halt, dass ich da mit der Luft locker hinkomme, habe aber mehr mitgenommen,
falls irgendein Problem auftritt, dass ich dann selber auch mit Luft helfen könnte in so einem Fall. Ich muss auch sagen, vom Posing jetzt her, wir hatten das alles besprochen. Es lief unter Wasser nicht ganz so ideal, wie wir das wollten. Also wie ich mir das gewünscht habe. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden mit den Fotos. So 100%. Aber die Nancy hat auch selber festgestellt, dass es alles nicht so ganz ideal lief. Und wir waren ja in den Caves, in den Höhlen, einen Tag später erst drin oder 2 Tage später. Das war das Video, was wir euch letztens gezeigt haben. Und Nancy hat da von sich aus schon festgestellt gehabt, dass es da wesentlich eleganter und besser lief. Und auch die Hinweise, die ich so gebe unter Wasser, viel besser umgesetzt werden konnten. Ne? Mhm. Das war im Prinzip jetzt hier Nancy's erstes reale Unterwassershooting und wir waren ja vorher 1 oder 2 Mal und hatten so mit ihr geübt. Ne? Wir hatten ja so ein Testshooting auch gehabt, wo es gar nicht um Bilder ging, sondern nur, wie läuft das alles ab. Genau, ja, das hat sie gemeint. Sie hatte dann auch so einen extremen Lernanstiegskurve. Also sie war echt so, am Schluss hat sie richtig, richtig gute Bilder gemacht und das hat man einfach gemerkt, dass sie diese Versuche gebraucht hat einfach. Ja, das ist so. Ja, ist schon ein toller Platz. Ich habe mich ein kleines bisschen im Nachhinein geärgert. Ich hatte mit einem anderen Model gesprochen, ob sie da im Prinzip mit mir zusammen Bilder machen will. Und bei ihr hat es nicht gepasst, leider. Und sie war dann eine Woche oder so später dort mit einem anderen Fotografen und hat ziemlich genau die Fotos von der Ausrichtung, wie auch vom Winkel, wie auch von den Motiven so gemacht, wie wir sie besprochen haben. Und da muss ich echt sagen, es sind so Sachen, die würde ich nicht tun. Ja, hier sieht man, wir gucken schon nach den ersten Fotos. Machst du das eigentlich immer, Christian, dass wenn du nach dem Shooting aus dem Wasser kommst, dass du mit dem Model gleich schon ein bisschen die Fotos durchschaust? Ja, ich gucke immer sofort danach und auch schon während des Shootings nach den Fotos. Vergrößere auch häufig das, was scharf sein muss, um zu gucken, ob es scharf ist. Das mache ich schon im Wasser. Und wenn ich es kann, manchmal kann man es nicht, aber wenn es möglich ist, tue ich am selben Tag die Bilder alle sortieren und auswählen. Sofort. Das ist das Beste, was man machen kann. Hat mir da dein Headshow mal so gesagt und ich habe viel von dem gelernt. Das ist eine Sache davon. Ich versuche immer sofort am selben Tag noch die Fotos zu sortieren. Natürlich, wenn man im Urlaub ist und dann einen halben Tag weg ist für so ein Shooting und abends noch am Rechner sitzt, ziehe ich mir manchmal den Unmut meiner Frau zu. Auch verständlich. Ja, die liebe Mone, die macht schon ganz schön viel mit mir. Ja, wer dabei sein möchte bei so einem Shooting und auch das gucken möchte, wie ich sowas mache und auch die Hintergrundinformationen alle sehen möchte, der kann vom 21. bis 25. Juli in Bali mit dabei sein. Da werden wir wieder am Wrack sein, Us Liberty. Ich habe neue Ideen. Wir werden wahrscheinlich auch an die Steilwand diesmal gehen, das haben wir noch nie gemacht. Und ich habe auch eine neue Idee für eine Location, die ich noch nicht verrate. Die du noch nicht verrätst? Nee. Ja, sonst macht es jemand anders, das Foto. Ist auch scheiße.
hoffen, ihr habt euch darüber gefreut, nochmal ein paar Einblicke in das Ägypten-Shooting zu bekommen. Ansonsten würden wir uns darüber freuen, wenn ihr ein Abo, ein Like oder einen Kommi da lasst. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Bis dann!